Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, liebe Mitreisenden. Heute wollen wir euch mal vorstellen das myvelo Berlin. Das haben wir ganz neu gekauft für uns. Welches Zubehör haben wir dazu bestellt? Das faltbare E-Bike von myvelo. Wir holen das als erstes erstmal her. Da haben wir es, das Berlin von myvelo in der Farbe Weiß. Wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran in dem Video. Viel Spaß, bis gleich. Das myvelo Berlin, das packen wir heute mal aus. Wir haben euch ja schon das myvelo Ipanema gezeigt. Das werden wir hier mal noch mit verlinken. Das haben wir ja schon ausgepackt, das war ja für mich. Das ist das Fahrrad für die Viola. So, Viola, schneidet ihr Fahrrad auf. Mein Fahrrad schneide ich auf. Schneidest auf, ja. Kiste. Die Kiste. Also ihr seht es wunderbar verpackt. Wir haben auch hier nochmal, das ist nochmal zugetackert hier. Da reißen wir das mal auf. So, ihr seht es, das Fahrrad ist so verpackt, dass wir das bloß entnehmen können. Wir brauchen hier gar nichts zusammenzubauen. Jetzt heben wir das mal raus. Bei dem Ipanema, da musste ich den Karton legen. So, das ist der Karton Zubehör. Was haben wir jetzt hier drin? Wir haben jetzt hier drin, ich denke mal das Ladegerät, das wird es sein, genau. Das Ladegerät haben wir hier drin. Dann haben wir drin einmal Werkzeug, das haben wir fast in jedem Fahrrad. Dann haben wir hier Gummibärchen, die schmecken gut. Und dann haben wir hier den Fahrradpass, die Beschreibung von myvelo und natürlich ein herzliches Willkommen schreiben für die Benutzer. Das Einzige, was wir jetzt hier noch festmachen müssen, ist der Lenker. Das ist aber jetzt nur mit dieser Feststellschraube hier. Ne, ihr seht, dass die Feststellschraube den Lenker anbringt. Ansonsten brauchen wir hier gar nichts montieren. Ich mache jetzt erstmal hier den Ständer fest, damit uns das nicht davon fliegt. Das könnt ihr ja dann einstellen, wie ihr wollt. Das stellen wir dann ein auf die Größe von Viola. Das müssen wir drehen, weil das geht nach vorn. Das myvelo Berlin, ihr habt es gesehen, wie wir es ausgepackt haben. Jetzt ganz einfach mal hier ein paar Features. Das faltbare E-Bike ist ein Tiefeneinsteiger, ein sogenannter Tiefeneinsteiger. Hier haben wir den Akku sitzen. Der Akku, das ist ein 48 Volt Lithium Akku mit 504 Wattstunden, also 14 Ampere-Stunden. Die Ladezeit, wenn das Akku leer ist, wird angegeben vom Hersteller mit 5 Stunden. Wir haben hinten drin den wartungsfreien 250 Watt Barfang Hinterradnabenmotor mit 45 Newtonmeter. Dann haben wir hier verbaut eine 7-Gang Shimano Schaltung. Ihr seht es hier. Der Rahmen ist ein hochwertiger Aluminiumrahmen von diesem Berlin, von diesem E-Bike. Dann haben wir hier noch, was wir sehen, einen voll integrierten Kettenschutz mit dabei. Somit verfängt man sich auch nicht hier in der Kette. Vorn und hinten haben wir 20 Zoll Schwalbe Big Apple Reifen drauf. Das sind schon etwas breitere Reifen. Dann die Tektro hydraulischen Scheibenbremsen vorn und einmal hinten. Das ist hier wunderbar zu sehen. Die hydraulischen Tektro
Scheibenbremse. Dann haben wir hier die Anfahrhilfe bis zu 6 km/h ohne separate Motorunterstützung. Das heißt, wenn ihr jetzt hier am steilen Berg steht, wollt anfahren, nehmt ihr ganz einfach diese Anfahrhilfe. Die ist auch zugelassen und hier eingetragen. Besonders rückenschonendes Fahren haben wir hier auch diese NCX Sattelstütze, die man auf das Körpergewicht nochmal einstellen kann. Somit federt der Sattel auch entsprechend die Unebenheiten von der Straße mit weg. Für eine natürliche Sitzhaltung haben wir natürlich auch diesen wunderschönen geschwungenen Lenker mit den ergonomisch geformten Griffen, die man auch nochmal separat einstellen kann, je nach seinen persönlichen Bedürfnissen, in der gleichen Farbe mit dem Kunstleder wie hier der Sattel. Die beidseitig einstellbare Gabel vorn aus Aluminium, ihr seht es hier, können wir auch nochmal separat einstellen, die auch bestimmte Unebenheiten in der Fahrbahn im Gelände hier an Stößen wegnimmt. Das LCD-Display hier mit Hintergrundbeleuchtung mit den verschiedenen Fahrstufen, die man hier einstellen kann. Durch Plus Fahrstufe 1, 2, 3, 4, 5. Dann hat man die Möglichkeit hier Tageskilometer einzustellen, Trip, dann Kilometer allgemein. Dann haben wir die maximale Geschwindigkeit, die man gefahren ist, dann die Durchschnittsgeschwindigkeit, die wir gefahren sind. Dann haben wir die Kilometer, die das Fahrrad reicht. Zum Beispiel in der 5. Fahrstufe gehe ich jetzt hier runter. Dann geht natürlich die Kilometerzahl hoch. Hier steht jetzt in der Fahrstufe 1 47. Muss ich gleich dazu sagen, das haut nicht ganz hin. Die Batterie wird natürlich lernen. Wir sind schon wesentlich weitergekommen mit einer vollen Batterie. Ja, und dann haben wir einen Power. Dann zeigt es hier noch an, mit welcher Power wir hier mit dem Fahrrad fahren. Wenn man jetzt hier länger auf das Plus drückt, schaltet sich das Licht dazu. Das sehen wir dann hier. Sieht man vielleicht jetzt nicht so richtig, weil wir hier Sonne haben. Das ist jetzt die Lampe von vorn. Natürlich auch eine Markenlampe. Büchel, das wird vielen etwas sagen. Ein ganz besonderes Feature ist natürlich unser Bremslicht hinten. Ja, mit dem Bremslicht, mal sehen, ob man hier was sieht. Ich betätige mal die Bremse, aber das zeigen wir euch bestimmt noch einmal im Resümee. Ja, natürlich haben wir auch Zubehör dazu bestellt, liebe Wohnmobilfreunde, ganz wichtig. Das haben wir mit bei MyVelo bestellt. Das entsprechende Schloss zum Fahrrad. Dann haben wir die Platte bestellt für die Klickfix-Halterungen für den Gepäckträger hinten und natürlich die Klickfix-Halterung für vorn. Hier haben wir die Klickfix-Halterung für vorn, für den Lenker. Und dann haben wir hier noch, das haben wir auf beiden MyVelo-Fahrrädern, die verschließbare Box. Das ist uns ganz wichtig gewesen, dass alles zu verschließen geht. Selbst hier die Klickfix-Halterung, dass die zu verschließen geht. Die bauen wir jetzt ganz schnell noch mit ran. Und dann zeigen wir euch das noch mal mit, wie das Ganze im Detail ausschaut.
Hier haben wir jetzt die Clickfix-Platte hinten aufgebaut und wir haben noch einen Clickfix hier am Lenker mit installiert für den Korb und dann haben wir hier das Schloss. Das Fahrradschloss, das passt hier schön in die Mitte rein. So, liebe Wohnmobil-Camping-Freunde, wir haben jetzt das Clickfix und das Zubehör installiert. Wir haben einmal die Clickfix-Platte hier für den Gepäckträger und eine Clickfix-Halterung hier am Lenker für den Korb. Und dann haben wir hier das Schloss, ein extra langes Fahrradschloss. Das ist, glaube ich, über 1 Meter. Für den Heckgepäckträger haben wir uns für diese Box entschieden. Ihr seht das, die kann man hier verschließen. Das kann man auch verschließen. Und zum Verschließen haben wir dann noch den Korb, der vorne rankommt. Und der schaut so aus. Wir haben dann noch einen speziellen Hundekorb für unsere Hunde. Und der Korb, der wird hier wunderbar nur eingehängt und rumgeklickt und schon ist er dran. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das ist das Zubehör gewesen, der Korb, hinten die Box. Wir machen das mal ab, denn ich möchte euch noch mal zeigen, wie das Fahrrad zu falten geht. Das geht relativ einfach. Wir haben hier an der Seite einen Sicherungshebel, den klappen wir nach unten. Dann können wir den Lenker hier bequem nach unten klappen. Dann haben wir die Pedale klappen wir ein. Und dann haben wir hier, ich drehe mal das Fahrrad rum. Und dann haben wir hier noch mal einen separaten Sicherungshebel. Den öffnen wir. Und dann klappen wir das Ganze auf. Wir klappen den Ständer ein. Und wenn wir das jetzt zusammenklappen, haben wir hier nochmal einen Bügel. Da können wir das Fahrrad dann schön abstellen. Und jetzt sagen wir das Ganze an. Klappen es rum. Und jetzt haben wir hier an der Seite, ich zeige es euch mal, einen Magneten. Und schon hält das Ganze zusammen und so ist das Fahrrad dann im klappbaren Zustand. So kommt es bei uns dann in die Heckgarage und wird verstaut im Wohnmobil. Wenn wir das Ganze wieder aufklappen, ganz normal, wir machen es wieder auf, dann machen wir hier die Sicherung rein. Hier klappen wir rum. Hier müssen wir dann schauen, dass der Hebel immer nach unten ist, dass die erste Verriegelung richtig einhakt. Dann schieben wir den nach oben. Jetzt machen wir unseren Korb wieder ran. Den Korb müssen wir natürlich abmachen, wenn wir das Fahrrad zusammenklappen und verstauen. Weil wir die verschiedenen Clickfix-Halterungen haben, haben wir natürlich auch, ich habe das mal aufgeteilt, die verschiedenen Schlösser und die verschiedenen Schlüssel. Wir haben hier insgesamt 5 Schlüsseln dran. Wir haben einmal den Fahrradschlüssel für das Akku. Dann haben wir einmal den Schlüssel für die Verriegelung für vorn. Einmal den Schlüssel für die Verriegelung von dieser Platte hinten und einmal den Schlüssel für die Box zum Verschließen und einmal den Schlüssel für das Schloss. Im Grunde genommen brauchen wir bloß 2 Schlüssel mitzunehmen. Einmal den Schlüssel für das Schloss und einmal den Schlüssel für die Box. Wir werden es aber so machen, dass wir wahrscheinlich auch diesen Korb ab und an mal abmachen werden oder nutzen werden. Also machen wir 3 Schlüsseln am Schlüsselbund dran. Schloss, Box, Korb. Was wir noch vergessen haben zum Akku. Der Akku, den haben wir jetzt hier. Da haben wir hier an der Seite den Schlüssel vom Fahrrad. Das haben wir hier. Ich nehme mal den anderen. Hier ist ein Gummi drauf. Und wenn ihr den aufschließt, könnt ihr den Akku ganz einfach hier entnehmen. Wir legen den separat im Wohnmobil. Wir haben da feuerfeste Taschen, da kommen die rein und da werden die auch geladen und eingesetzt wird er ganz normal, wird verschlossen und somit kann keiner den Akku entnehmen. Ja, liebe Wohnmobil, liebe Campingfreunde, das war es mal gewesen zum MyVelo Berlin. Wir haben natürlich uns die Fahrräder alle gekauft und nichts gesponsert bekommen etc. Wir haben für das Fahrrad hier 1.190 € bezahlt. Das Zubehör und so weiter,
werden wir hier im Film nochmal mit auflisten. Das findet ihr auch im Anhang in der Videobeschreibung. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr einen Daumen hinterlasst, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt auf unserem Kanal, dann das kostenlose Abo natürlich. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt schön gesund und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Tschüss!